Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin mal wieder in der fränkischen Schweiz unterwegs und habe ein bisschen was Neues. Und zwar dieses nette Teil hier. Und zwar habe ich die Electroglide nicht mehr. Dafür jetzt diese Maschine. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Und ich erzähle euch ein bisschen was, wie es dazu kam. So, und zwar habe ich, letztes Jahr hatte ich ja noch die Road King. Meine letzten Videos sind vom letzten Jahr und ich hatte dazwischen ein bisschen so eine kleine Krise und konnte mich nur motivieren, irgendwas zu machen. Und hatte dann auch privat ein paar Sachen, die mich aus der Bahn geworfen haben. Und auf jeden Fall konnte ich die Road King, die Electroglide. Sie wurde mir ein bisschen überdrüssig. Ich habe sie umgebaut zu einer Road King, habe das komplette Frontend getauscht, aber wie gesagt, ich konnte sie nicht mehr. Es war Erinnerungen dran und ich konnte nicht mehr mitfahren, also habe ich sie verkauft und habe mir dieses nette Teil hier gekauft. Und zwar, und das hier, auf der ich jetzt sitze, das ist meine neue Maschine, die ihr werdet jetzt ganz oft in diesem Vlog sehen. Das ist eine 1985er FX SB, also eine FX Superglide. Und ich habe die relativ im Originalzustand gekauft. Komme ich da vorbei oder nicht? Yes! Habe die relativ im Originalzustand gekauft und habe mich direkt, ich habe sie abgemeldet, übernommen und habe sie direkt zerlegt. Und ja, ich fange am besten vorne an. Und zwar geht es vorne los. Ich habe das Frontend. Kommt von der BMW, also die Gabel kommt von der BMW K100. Das war nicht ich, das war noch der Vorbesitzer, der die umgebaut hat. Hat den riesen Vorteil, die hat die fetteren Standrohre, ist einfach eine stabilere Gabel, hat auch die Doppelscheibenbremse, also zwei Scheiben vorne. Ist eine Hammer Unterschied zwischen der Originalgabel und dieser. Ich wollte sie erst raustun, aber ich habe sie live gesehen und dachte mir, ach komm, das gefällt mir so gut, das Ding. Und wie gesagt, eine 4-Kolben Brembo-Bremse ist drin. Und ich meine, wer die Original Harley-Bremsen kennt, der weiß, die sind furchtbar. Genau. Vorne läuft mittlerweile ein 21 Zoll Rad drin, das habe ich von einem 16 Zoll. 16 Zoll Rad umgebaut, 16 war auch vorne, original drin. Ich habe ein 21 Zoll Rad reingeschraubt, habe den T-Bar, einen 10 Zoll T-Bar drauf geklatscht, habe den noch ein wenig gekürzt, also der ist knapp 55 cm breit, der ist recht schmal, aber das ist genau das, was ich wollte. Habe die komplette Lenkerelektronik, also alles weg. Ich habe nur noch Blinker, Hupe und Fernlicht am Lenker. Anders hat die Maschine überhaupt gar keinen mehr, nur noch Kickstarter. Und habe noch schmale Armaturen drauf, die sind von Grimeca. Und das macht den Lenker ganz am Rand, weiß nicht, ob man es erkennen kann, habe ich noch meine Lenkerendenblinker hingeschraubt und nur einen Spiegel. Das Baujahr ist bis 87 kann man mit nur einem Spiegel auskommen, deswegen darf ich das. Genau, so viel zum Frontend. Wie man hier in dieser Ecke schön erkennen kann, ist hier mein MMB-Tacho. Ich habe die komplette Elektronik umgebaut, deswegen sitzt jetzt da der Tacho. Und genau, weiter geht's mit dem Tank. Ich habe einen Sportster-Tank drauf gebaut, einen 8 Liter Sportster-Tank. Habe dafür eine Öse in den Rahmen schweißen müssen, was ganz gut funktioniert hat. Wollte unbedingt Metal Flake Lack und da ich ungefähr abschätzen kann, was sowas kostet, habe ich wieder gedacht, ach komm, ich probiere es erstmal selber und habe den dann selber lackiert, den Tank, und bin eigentlich echt zufrieden. Ich meine, es ist nicht perfekt, es ist keine Masterarbeit, aber ich bin echt zufrieden damit.
Genau, was geht's weiter? Ich habe wieder mal denselben Luftfilter, den ich auf der Electroglide auch schon hatte. Habe ich hier wieder drauf geschaut, weil er auch den CV-Vergaser hat. Den habe ich original gelassen. Da habe ich mir gedacht, naja, der läuft, wieso sollte ich einen laufenden Vergaser umbauen? Das wäre Quatsch. Und er läuft gut, der bleibt drin, das ist kein Thema. Die Mid-Controls waren schon dran bei dem Modell. Da war ich sehr froh drüber, weil ich Forward-Controls immer nicht so mag. Dann geht es weiter mit dem Kickerpedal. Ich weiß nicht, wer es weiß, aber ich bin ja ein alter BMXer. Und ich fand es ziemlich cool, wenn ich das mal gesehen habe, BMX-Pedale am Moped. Nicht als Fußrast, das ist cool, aber der Max Hartmann hat einen ziemlich einfachen Adapter, das Plug-and-Play, Pedal rein, festschrauben, gilt auch für Fußrasten. Also wenn ihr Bock habt, ich kann den Link unten mit reinklatschen. Echt happy damit. Ich habe es vorhin gesagt, die hat keinen Anlasser mehr. Der war original, ist zwar einer drin, aber er ging nicht richtig und es war wahrscheinlich der Magnetschalter und ich hatte keine Lust und naja, auf jeden Fall ist es nur Kick-Only. Ja, ich meine, so eine Harley lässt sich recht schön ankicken durch den Hauptständer, den Seitenständer meine ich. Deswegen finde ich es jetzt nicht so wild. Ich meine, das kann jeder machen, wie er will. Ich bin fit genug, um die anzukicken. Boah, eingerußt, noch und nöcher. Und naja, auf jeden Fall zurück zu meinem Motorrad. Ich habe den Sitz, aber es geht weiter am Sitz. Ich habe den Sitz, die Sitzgrundplatte selber gebaut, habe sie aus Kunststoff geformt. Das kann man ganz cool weich machen, so ein Polystyrol, glaube ich. Das kann man mit dem Heißluftföhn heiß machen und dann richtig schön formen. Dann habe ich da ein Polster drauf geklebt und das Ganze zum Polsterband geschickt, der mir den Bezug gemacht hat. Ich habe es nur so grob in Form gebracht und er hat es dann gefixt. Also er ist der Profi. Ich habe es nicht so schön hinbekommen wie er und er hat den bezogen. Ist ein sehr dünner Sitz, also waren so 3 cm Schaum. Aber obwohl er recht dünn ist, ich finde ihn recht bequem. Also das ist immer, ich meine, zu jedem Arsch passt der perfekt, gibt es einen perfekten Sitz. Deswegen, ja, muss man einfach mal durchprobieren. Ich habe mir den angepasst und ja, hat super funktioniert. Dahinter kommt direkt der Heckfender. Der Heckfender ist der Originale, der drauf war. Ich habe den bloß ein bisschen zurechtgeschnitten und gekürzt und habe die Fender Struts habe ich auch gekürzt. Und in die Fender Struts habe ich die Blinker mit reingeschraubt. Das Rücklicht sitzt auch mit dem Fender, da habe ich auch mit so einem Gehäuse mit reingeschweißt. Ja, das Ganze natürlich passend zum Tank in Flammen lackiert. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe auf der linken Seite habe ich mir den Kennzeichenhalter selber geschweißt. Leg dahin, da ist auch sogar der Tachoabnehmer für die Digitaltachos mit dran. Und was ich noch gemacht habe, ist mir eine Werkzeugtasche hinzubauen, weil ich super ungern ohne ein bisschen Werkzeug aus dem Haus gehe. Einfach, weil es ist eine uralte Harley, die ist jetzt fast 35 Jahre alt. Es ist eine uralte Harley, da will ich einfach was dabei haben, falls irgendwas locker wird oder sowas. Zumal ich ja noch in der Testphase bin, also ich habe sie ja gerade eben erst umgebaut. Da weiß man nie, was passiert, deswegen will ich lieber Werkzeug mitnehmen. Genau, habe ich mir eine Tasche gebaut und ich bin gerade noch auf der Suche nach einem Koffer. Einfach nur, damit ich auch ein bisschen Gepäck mitnehmen kann, weil ich hätte gerne die Drohne dabei und so. Und das kann ich halt jetzt nicht mitnehmen, weil ich keine Koffer habe. Ich meine, da war ich schon sehr verwöhnt, was die Electroglide angeht. Weil es war es einfach, naja, du hast einfach die Koffer dran gehabt, die vermisse ich schon. Und ich kann jeden verstehen, der einen Bagger fahren will, weil die Koffer schon irre praktisch sind. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe viel in der Elektrik umgebaut. Also ich habe das Original Blinkermodul, das Fernlichtmodul, habe ich alles rausgeschmissen. Blinkermodul sitzt im Lenker. Ich bin mega begeistert von diesem Modul, dass es in den Lenker passt. Habe mir die komplette Elektrik wahnsinnig aufgeräumt. Man sieht es hier, das hier ist mein Kabelbaum, der von vorne nach hinten geht. Und wenn ihr euch mal eine neuere Sportstar oder eine neue Harley anschaut, da gehen Bäume nach hinten. Deswegen war ich recht froh, dass ich das so klein geschafft habe. Ja. Auspuff ist original, also original nicht. Ist der drauf war, ist ein 2 in 1 Supertrap.
der vielleicht bis Ende des Jahres noch weichen muss. Aber mal schauen. Eigentlich, er klingt ziemlich cool. Ja. Okay, ich meine, das war's erstmal mit dem letzten Vlog. Ich werde dieses Jahr mal neu starten, 2021, und von vorne beginnen und werde wieder mehr Vlogs machen. Wie gesagt, Vorsicht, Kletterer. Mit dem Bike. Wenn ihr Fragen habt, haut es mir gerne in die Kommentare rein. Schreibt mir, was euch auf dem Herzen brennt zu diesem Motorrad. Ihr werdet es, wie gesagt, öfters sehen. Ich werde mir demnächst noch einen neuen Satz Reifen drauf klatschen. Da nehme ich euch auf jeden Fall mit und zeige euch, wie es geht, und mache das mit euch zusammen. Genau, wenn ihr Fragen zum Moped habt, eure Meinungen, haut es in die Kommentare. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon denkt. Und ob es ein Fortschritt oder ein Rückschritt zu meiner Elektroglide ist, könnt ihr mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Bin ich gespannt. Und ja, das war's für heute. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!